Herzlich willkommen zur Veranstaltung Bauprodukte im Kreislauf. Mein Name ist Linda Hildebrand, ich bin Juniorprofessorin für rezykliergerechtes Bauen an der RWTH Aachen an der Fakultät für Architektur. Ich darf Sie heute herzlich zu unserer Online-Konferenz begrüßen und werde Ihnen so ein bisschen Hintergründe erklären, warum wir uns mit dieser Thematik beschäftigen und unsere Materialbibliothek vorstellen, Emmy, zu der wir auch eine Ausstellung planen und wir hoffen sehr, dass wir sie durchführen können. Ich freue mich, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen können. Gerade aus Sicht des Bausektors macht es Sinn, sich mit dem Thema Ressourcen auseinanderzusetzen. Ich möchte mit einer Grafik starten, die aus 3 Ebenen besteht. Einmal die tatsächliche Umweltbelastung, die gesellschaftliche Wahrnehmung über diese Umweltbelastung und den Bausektor. Wir sehen, dass wir seit relativ langer Zeit, also seit der Industrialisierung, die Umwelt beeinflussen. Wir haben das aber als Gesellschaft und als im Rahmen der Politik relativ spät erst erkannt, dass die Dinge, die wir dort getan haben, auch eine Auswirkung auf die Umwelt haben. Das passiert so in den 60er, 70er Jahren, wo es gesellschaftliche Schriften gibt, die das thematisieren und auch problematisieren. Und erst darauf aufbauend reagiert der Bausektor. Natürlich ausgelöst durch die Ölkrise verändert sich die Art und Weise, wie wir bauen. Und wenn man genauer hinguckt, da kann man verschiedene Impulse auf den Bausektor feststellen. Wir sehen, dass ausgelöst mit der Energiekrise das passive Bauen eine große Relevanz bekommt. Gebäude, die eine sehr geschlossene Gebäudehülle haben, bewusst gesetzte Fensteröffnungen und auch eine Regulierung, die sehr stark auch in die Architektur eingreifen und zu einer hitzigen Debatte geführt haben. Dann die Gegenbewegung Aktivhäuser, die nutzen erneuerbare Energien und legen einen Schwerpunkt auf die Gestaltungsfreiheit und optimieren nicht mehr hinsichtlich Kubatur, weil die Argumentation war, es kommt auf die Art der Energiequelle an. Es ist nicht so richtig wichtig, einen minimalen Bedarf zu haben, denn wenn die Quelle unproblematisch ist, dann kann man auch in größeren Mengen Energie nutzen. Das ist natürlich ein Freiheitsgrad, der dort proklamiert wurde. Das sind Bestandteile, die sich dann weiter zusammengesetzt haben. Eine weitere Strömung ist das Klimadesign, eine Überzeugung, in der die Gegebenheiten am Ort untersucht werden und klimatisch eingeschätzt werden und anders als in der konventionellen Planung früh in den Planungsprozess mit einbezogen werden, um dort Benefits, also die Dinge, die gut sind an dem Ort, für das Gebäude zu nutzen. Das kann die Orientierung sein hinsichtlich solarer Gewinne. Das können Windlasten sein, die mit einbezogen werden und die Kubatur des Gebäudes formen. Das Interessante daran ist, dass es zu einer Veränderung des Planungsprozesses kommt. Dann haben wir eine sehr hitzige Debatte in den letzten 10 Jahren geführt über Technik im Gebäude. Wie viel Technik braucht ein Gebäude? No-Tech, Low-Tech, High-Tech. Bei Energieeffizienz spielt Technik eine große Rolle und wenn wir uns die verschiedenen Entwicklungsschritte angucken, sehen wir, dass bestimmte Technologien im Gebäude ganz wichtig geworden sind, Wärmepumpen und so weiter. Das ist ein starkes Thema, das viel besprochen wird und eben vor dem Hintergrund der Belastung auf die Umwelt diskutiert wird. Und das Thema, das wir jetzt erleben, das sind die Ressourcen. Das ist ein neues Themenfeld, das dadurch wichtig wird, dass wir viele Potenziale bereits ausgeschöpft haben. Also Potenziale, die Umweltwirkung zu reduzieren durch den Betrieb. Während in den letzten 30, 40 Jahren
der Fokus darauf lag, die Betriebsenergie zu optimieren, gerade durch die NF, haben wir da große Fortschritte erzielt, so dass als übrig bleibendes Potenzial die Ressourcen dastehen. Und da haben wir eine besondere Situation, wir haben auf der einen Seite große Abfallmengen, mit denen wir umgehen müssen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Rohstoffe immer knapper werden und dass es aufwendiger wird, diese zu beschaffen. Und deswegen berücksichtigen Zertifikate wie das DGNB-Zertifikat, beschäftigen sich mit dem Rückbau, beschäftigen sich auch mit dem Anteil von wiederverwendeten und wiederverwerteten Bauprodukten. Und wir sehen, dass das ein Thema ist, das für die Architektur immer wichtiger wird und können zum Teil Parallelen erkennen, die wir aus der Energieeffizienzdebatte kennen, also in der Erweiterung von Ressourceneffizienz. Wir sehen aber auch Verschiebungen und Impulse für die Architektur. Und um diese Impulse den Studierenden zur Verfügung zu stellen, haben wir unsere Materialbibliothek entwickelt, die im Prinzip aus einer Nachfragesituation entstand. Studierende sind immer wieder auf uns zugekommen und haben gefragt, wie sie in ihren Entwürfen besonders ökologisch sinnvoll Materialien und Produkte einsetzen können. Und so hat sich eine kleine Produktsammlung entwickelt, die wir irgendwann angefangen haben zu systematisieren. Dabei ist es uns sehr wichtig, dass wir nicht bestimmte Materialien bevorzugen, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, eine Informationsgrundlage zu liefern. Also das, was wir mit unserer Materialbibliothek leisten, ist, wir geben Informationen für die verschiedenen Lebenszyklusphasen des Gebäudes. Und um diese verschiedenen Phasen besser zu unterscheiden, benutzen wir eine Logik, die sich auch eignet, um über die Zirkularität von Gebäuden nachzudenken. Sie basiert auf vier Planungsstrategien, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Unterschieden wird in das, was jetzt in das Gebäude hineinkommt, also dem Input und dem Output oder dem potenziellen Output. Und wenn wir uns Gebäude jetzt anschauen, dann ist das so, oder ein konventionelles Gebäude anschauen, dann nutzt das konventionellerweise primäre Produkte, die auf eine Art und Weise miteinander gefügt werden, die keine weitere Beachtung findet. Das ist dem Zufall überlassen und in der Regel gibt es da einen festen Verbund und eine Vermischung, die weitere Nutzungsszenarien erschweren. Wir sehen einige Projekte, die bereits mit Wiederverwendung und Wiederverwertung arbeiten. Vor allen Dingen im Prototypenbereich sehen wir das. Wir werden auch einen tollen Beitrag später in der Konferenz sehen von Frau Metke, die das sehr weit getrieben hat in der Wiederverwendung von Bauteilen. Das ist der Reuse-Pfad, Reuse und Recycling. Das ganz Besondere an diesem Pfad ist, dass die Umweltwirkung direkt wirksam wird. Also mit dem Einsatz von Wiederverwendung in einer ganzheitlichen Betrachtung, vorausgesetzt, dass die Aufbereitung nicht aufwendiger ist als die Beschaffung des neuen Produktes, aber das vorausgesetzt, ist es so, dass die Wiederverwendung die Herstellung von primären Produkten ersetzt und damit Ressourcen schont. Und das tut sie im Jetzt. Gucken wir uns den strategischen Planungspfad an. Das sind einige Projekte, die jetzt auch unter Cradle to Cradle, die sich Cradle to Cradle nennen oder Cradle to Cradle inspiriert. Da ist es so, dass primäre Produkte, Bauprodukte genommen werden und die auf eine kluge Art und Weise miteinander verbunden werden und auch die Informationstechnik nachgehalten wird, sodass diese in der Zukunft potenziell in der Zukunft einer weiteren Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, dass die Umweltwirkung in der Zukunft eintreten kann. Also es gibt einmal eine Unsicherheit und es gibt eine Verschiebung der Zeit.
müsste man eine Hierarchie erstellen, so wäre der Reuse- und Recycling-Path bezogen auf seine Umweltwirkung wichtiger als der strategische. Der kreislaufgerechte Ansatz verfolgt das Ideal, dass wir bereits genutzte Bauprodukte so wieder verbauen, dass sie weiteren Nutzungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Art der Unterscheidung nutzen wir für EMI. Wir beschäftigen uns mit Materialien, mit Produkten. Das heißt, wir gucken uns nicht gesondert die Fügung der einzelnen Bauteile an, da wir ja nur Produkte in der Datenbank haben, und bewerten den Lebenszyklus vor dem Einsatz. Wir haben eine große Anzahl von Produkten, die einen rezyklierten Anteil haben, sehr wenige, die auch mit einer Wiederverwendung umgehen. Natürlich muss man hier auch die erneuerbaren Rohstoffe erwähnen. Auch hier sieht man ein großes Potenzial. Diese stellen wir aus, und uns geht es dabei vor allem darum, Informationen zu geben und klar zu machen, wie man die Umweltwirkung möglichst positiv verplant. Also der Planer hat eine gewisse Verantwortung. Es ist auch durchaus möglich, mit einem klug produzierten Produkt mit wenig Umweltwirkung ein kritisches Bauteil zu erstellen, das eben keine Nachnutzungsmöglichkeiten mehr hat. Und diese Informationen geben wir in unserer Materialbibliothek mit. Wir unterteilen das einmal, also wir haben verschiedene Zuordnungen. Wir haben einmal die verschiedenen Zirkularitätskategorien, aber wir möchten uns am Planungsprozess orientieren und haben deswegen auch eine klassische Unterteilung in die verschiedenen Materialfamilien, ebenso in die verschiedenen Bauteilgruppen. Es geht uns also um die Vermittlung von Informationen. Wir haben einmal die digitale Plattform, die Sie online abrufen können. Dort sind die Informationen nachgehalten, und wir haben auch eine Auswahl der Produkte bei uns im Lehrstuhl vorrätig, denn für die Planer ist es immer wichtig, auch eine haptische Erfahrung mit den Materialien zu machen. Wir haben am Anfang sehr stark gerungen, ob es wichtig ist, nochmal eine weitere Materialbibliothek zu initiieren. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es wichtig ist, komprimiert ökologische Informationen zusammenzufassen. Alle technischen Informationen wie die Haltbarkeit oder verschiedene Feuerwiderstandsklassen haben wir nicht mit erfasst. In der Regel verweisen wir da auf die Informationen von den Firmen. Es geht bei uns wirklich rein um die Vermittlung von den ökologischen Inhalten und eine Aussage, also wir möchten helfen, eine Aussage darüber zu treffen, ob für eine bestimmte Bauaufgabe ein individuelles Material sinnvoll ist oder nicht. Wir verfolgen den Grundsatz, dass es eben kein ökologisches Material per se gibt, sondern dass immer der Kontext darüber entscheidet, ob ein Material ökologisch sinnvoll eingesetzt ist oder nicht. EMI wurde entwickelt für Studierende auf Nachfrage, und wir haben das im Wesentlichen aus Lehrstuhlmitteln gemacht. Immer wenn wir ein bisschen Zeit hatten, haben wir weiter systematisiert und weitere Produkte erfasst. Das hat dazu geführt, dass wir da schon eine ganze Weile dran arbeiten. Die QVK-Kommission, also die Qualitätsverbesserungskommission, hat uns unterstützt mit einem Hiwi für die Öffnungszeiten, so dass die Studierenden zu einer bestimmten Zeit kommen konnten und sich die vor Ort Proben angucken konnten. Und wir haben kooperiert mit der damals noch Innovationsregion Rheinisches Revier, jetzt Zukunftsagentur Rheinisches Revier, und konnten dort eine Verortung auf einer Karte realisieren. Das heißt, die einzelnen Hersteller haben wir mit ihren jeweiligen Adressen verortet, so dass es eine Zugänglichkeit gibt und diese
Proben auch, diese Produkte auch bestellt werden können. Zudem konnten wir eine Übersetzung ins Englische machen, was besonders hilfreich ist für unsere Kollegen aus den Benelux-Ländern, die die Plattform auch mitnutzen. So, das ist eine kleine Einführung zu unserer Materialbibliothek. Sie können sie jederzeit über unsere Homepage erreichen oder über emmi.rb.rwth-aachen.de. Aber wie gesagt, Sie finden sie auch auf der Homepage. Vielleicht ist es einfacher, sich das zu merken. Ich möchte nun überleiten zu unserer Konferenz. Die Konferenz ist in der Diskussion entstanden mit der Fragestellung, wo stehen wir eigentlich gerade mit den Bauprodukten im Kreislauf? Wie zirkulär sind Bauprodukte und welches Potenzial haben sie? Wir sehen, dass das bereits ein Thema aus den 80er, 90er Jahren vor allen Dingen ist. Deswegen freue ich mich total, dass wir Frau Professorin Metke gewinnen konnten, den ersten Vortrag zu machen. Sie ist eine ganz wichtige Person, wenn es um Wiederverwendung geht, weil sie anders als wir das bei vielen anderen Produkten auch sehen, hat sie es geschafft, Beton-Fertigteile auf einem Niveau wiederzuverwenden, das über ein Prototyp hinausgeht. Also es ist nicht so, dass sie ein einzelnes Gebäude gemacht hat, sondern es ist eine ganze Reihe von Gebäuden. Sie hat das wissenschaftlich begleitet. Sie ist eine Vorreiterin in diesem Themenfeld und hat nicht nur gebaute Gebäude, an denen wir ganz viel lernen können, sondern auch Publikationen dazu gemacht, die helfen, Wiederverwendung umzusetzen. Und sie hat es systematisiert und den Prozess dargelegt. Das ist etwas, was auch eine Grundlage ist und große Möglichkeiten der Übertragbarkeit hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt den ersten Vortrag von Ihnen hören werden. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, Frau Metke. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute etwas zur Wiederverwendung von Betonelementen nahebringen und bedanke mich sehr herzlich für Ihre freundliche Einladung, Frau Professor Hildebrandt. Gern bin ich Ihrer Einladung gefolgt und ich möchte zunächst erstmal einleitend einige Begriffe klären, etwas zur Kreislaufwirtschaft ausführen, einige ausgewählte rechtliche Grundlagen ansprechen und insbesondere die partielle Demontage. Und dann geht es zum Teil Wiederverwendung. Wie kann ich also Betonbauteile wiederverwenden? Unter welchen Voraussetzungen ist es überhaupt möglich und wie waren überhaupt die Bedingungen, dass diese Idee verfolgt worden ist? Schlussendlich komme ich dann zu einigen Handlungsempfehlungen. Zunächst zur Suffizienz. Suffizienz steht dafür, möglichst geringe Rohstoffe und Energie zu verbrauchen. Und es wird eigentlich komplementär zur Effizienz und zur Konsistenz gesehen unter ökologischen Bedingungen und im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussion. Und Wiederverwendung steht für die Rückgewinnung von Bauelementen aus dem Gebäudestand. Und wichtig ist es, dass es also hier darum geht, die Bauteile in ihrer originären, in ihrer ursprünglichen Form in Gänze wieder zu verwenden, in Vorbereitung also des zweiten Einsatzes oder sekundären Einsatzes. Schauen wir mal auf die aktuelle Situation zum Verbrauch an Ressourcen, an natürlichen Ressourcen und zum Bauabfallkommen in der Bauwirtschaft, wird es deutlich, dass die Baubranche einen gewaltigen Stoffstrom bewegt. Jährlich werden etwa 600 Millionen Tonnen mineralische Baustoffe verbaut, abgebaut und verbaut. Und gleichwohl
werden etwa 60 Millionen Tonnen an Bauschutt jährlich erzeugt. Insgesamt fallen von den Bau- und Abbruchabfällen über 200 Millionen Tonnen jährlich an. Also dazu gehört der Bodenaushub, Bauschutt, Straßenaufbruch und die Baustellenabfälle. Also es handelt sich hier um einen ganz gewaltigen Stoffstrom, den es gilt, entsprechend zu steuern. Nämlich dann, wie behandle ich dann die Abfälle, in welchen Formen oder wie kann ich diese Abfälle, wie kann ich damit umgehen? Wichtig ist es aus meiner Sicht jetzt schon mal darauf hinzuweisen, dass die Aufbereitung von Verbundbaustoffen und Verbundkonstruktionen uns zukünftig große Probleme machen werden. Im Augenblick haben wir noch die Bausubstanz, die jetzt also zum Abbruch oder zum Rückbau ansteht, die solche Verbünde noch nicht in der Größenordnung beinhaltet, aber das sind die zukünftigen Aufgaben. Mit einem Blick zu den Entwicklungsstufen des, ich sage schon mal, nachhaltigen Bauens sehen wir, dass verschiedene Etappen zurückgelegt worden sind. Zunächst ging es darum, schnell und günstig zu bauen, aber das ist heute immer noch der Fall. Und das sollen diese Pfeile auch mit darstellen. Dann ging es um die Arbeitswelten. Auch heute spielt die Digitalisierung eine große Rolle, denn nach wie vor sind Mengen an Daten zu verarbeiten und das ist also nur über diese Digitalisierung letztendlich möglich. Dann war der Fokus auf das Energiesparen im Gebäudebestand und zunehmend geht es darum, Stoffkreisläufe zu schließen. Das heißt, wir müssen von dem linearen Wirtschaften wegkommen und zur Schließung von Wirtschaftskreislaufen. Insbesondere möchte ich hier nur ganz kurz einige Instrumente ansprechen, die diese Bauqualitäten unterstützen. Das ging also 1977 los mit der Wärmeschutzverordnung, die nach der dritten Novellierung dann zusammengefasst worden ist in die Energieeinsparverordnung, in die EnEF. Und seit kurzem ist das GEG-Gesetz, also Gebäudeenergiegesetz, was also die EnEF, die NEG und die Erneuerbare Energiewärmegesetz also vereint. Daneben gibt es also bestimmte Benchmarks, hier also auch Green Building Zertifikate in Deutschland, insbesondere für die Bundesbauten gilt das BNB-Zertifikat, ansonsten das DGNB-Zertifikat, was also zunehmend eine große Rolle spielt. Für Bundesbauten, also neue Bauten, werden ausschließlich BNB zertifiziert sein. Ansonsten wird kein Neubau mehr umgesetzt werden. Ich möchte noch einen kurzen Blick auf die europäische Bauproduktenverordnung hinweisen, die ja auch bereits verpflichtend vorgibt, dass, hier zitiere ich den Anhang 1, Grundanforderungen an Bauwerken, unter 7. nachhaltig natürliche Rohstoffe zu nutzen sind. Also das Bauwerk unter A, seine Baustoffe und Teile müssen nach dem Abbruch, nach dem Rückbau wiederverwendet oder recycelt werden können. Und das muss der Planer bereits beachten, wenn er also ein Gebäude plant, egal ob es ein Neubau ist oder ob eine Sanierungsmaßnahme. Und letztendlich sollen in dem Neubau auch umweltverträgliche Rohstoffe und Sekundärbaustoffe mit eingesetzt werden. Das kann man sich schematisch im Rahmen dieses Baustoffkreislaufes hier vergegenwärtigen. Und hier ist es also wichtig, wenn Sie unten links, ich weiß nicht, ob Sie das sehen werden, ja, der Planer hat die Entscheidung, erstellt die Weichen dafür, wie wirklich eine Immobilie zu planen ist, welche
ob diese Immobilie diese Forderungen alle erfüllt. Und wichtig ist es natürlich, dass man, bevor überhaupt ein Abbruch, was hier mit diesem roten Pfeil angedeutet ist, bevor man einen Abbruch oder einen Rückbau plant, zunächst erstmal prüfen muss, ob dieser Baubestand umgenutzt werden kann, weiter genutzt werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, ist an erster Stelle das Produktrecycling oder die Wiederverwendung von Bauteilen zu prüfen und erst im zweiten Schritt dann das stoffliche Recycling oder Materialrecycling. Das heißt also, wir haben einen Lebenszyklus zu betrachten und immer mehr spielt das Cradle-to-Cradle hier eine große Rolle. Ja, wenn ich noch ganz kurz für die Bauingenieure und Architekten hier das Kreislaufwirtschaftsgesetz anspreche, nämlich es geht hier um die Förderung der Kreislaufwirtschaft und die Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen. Dann muss sich jeder Bauherr in der Verantwortung sehen und Sie als Planer, als zukünftige Planer, sehr geehrte Damen und Herren und Studierende, haben dann eben die Verantwortung übertragen bekommen von dem Bauherrn und Sie sind dann verpflichtet, tatsächlich Sekundärrohstoffe oder eben Bauteile, wenn es geht, in Gänze nachzunutzen. Das ist natürlich unter bestimmten Voraussetzungen nur möglich. Es gibt eine Hierarchie im Kreislaufwirtschaftsgesetz, die heißt, als erstes Abfall zu vermeiden. Das wird also nicht immer möglich sein. Dann kommt die Wiederverwendung, wie gesagt, dann das stoffliche Recycling. Sonstig kann natürlich auch noch Material verwertet werden. Dazu zählen unter anderem Verfüllmaßnahmen und vor allen Dingen im Rahmen von Deponiebauten oder Verfüllmaßnahmen von ehemaligen Tagebauen im Bergbau. Und der allerletzte Schritt ist dann die Beseitigung bzw. die Deponierung von Bauabfällen. Aber das muss natürlich auch auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben, weil wir haben in Deutschland nicht mehr die Deponiekapazität zur Verfügung, wie es also noch vor Jahren war und auch in der Vergangenheit, trotzdem das Kreislaufwirtschaftsgesetz seit 2012 in Kraft ist, wird nicht immer in der Praxis danach gehandelt. Ja, diese Wiederverwendungseignung hat, wie gesagt, ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das muss zunächst erstmal ein Gebäude, eine Immobilie sein, die in Fertigteilbauweise errichtet worden ist oder auch Montagebauweise. Das heißt, es sind hier also vor allen Dingen, ich komme aus Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, sehr viele Plattenbauten errichtet worden, in Serien gestartet. Es gab Wiederverwendungsprojekte und was heute für eine Wiederverwendungseignung vom Vorteil ist, dass eben in modularer Bauweise gebaut wurde. Und das spricht also heute für eine Nachnutzung, weil, und das werde ich Ihnen dann noch zeigen, die Bauteile, die wir demontiert haben, die Firmen demontiert haben, wirklich gebrauchsfertig anfallen. Hier nur noch mal zu zeigen, dass mehrere Schritte notwendig sind. Ich habe hier also mal entwickelt, dass zunächst eine Eignungsprüfung der Bauteile passieren muss. Die Eignungsprüfung erfolgt im verbauten Zustand, hier ganz speziell also die Betonbauteile. Und nach dem Rückbau oder beziehungsweise nach der Demontage ist eine weitere Prüfung durchzuführen, betitelt unter Hauptprüfung. Und zu allen Prüfungen gibt es natürlich bestimmte Kenndaten, die geprüft werden müssen. In der Regel wird es so sein, dass nach der Hauptprüfung eine Zwischenlagerung erforderlich ist. Und das ist im Moment ein großes Problem, bevor diese Bauteile wieder eingesetzt werden. Ideal ist es natürlich, Rückbau und direkt Wiedermontage zu verknüpfen, aber das ist nicht praktisch immer gegeben.
Hier mal im Bild dargestellt, wie funktioniert das Übliche, also das Materialrecycling, nämlich dass Gebäude abgebrochen werden. Das sehen Sie links oben im Bild. Es entsteht Bauschutt. Ist natürlich im Vorfeld eine ordentliche Entkernung durchzuführen, Beräumung, Entkernung, und die Schadstoffe müssen beräumt sein, bevor eine solche klassische Maßnahme greift. Und Ziel ist es dann, dieses Material einer Recyclinganlage zuzuliefern, und dort wird es dann zu bestimmten Gesteinskörnungen aufbereitet. Also die Aufbereitungstechnik ist weit entwickelt. Und im Idealfall stellen Sie aus diesen rezyklierten Gesteinskörnungen wieder Beton her und können dann entsprechend Bauten errichten. Ja, es ist aber einfacher, dieses Plattenbaugebäude, ehemals oder in Montagebauweise errichtete Gebäude, wie Sie oben links sehen, rückzubauen. Sie sehen das im unteren Bild darunter, und dann diese Bauteile wieder zu einem Bauwerk zusammenzufügen. Das ist tatsächlich so passiert, das ist kein Fake. Also Sie sehen, dass das möglich ist, und das Gebäude hat eine komplett andere Form, architektonisch eine ganz andere Ansicht, und Sie sehen nicht, dass hier also schon einmal in Nutzung gewesene Betonbauteile verbaut worden sind. Also ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, dass es ganz wichtig ist, eine bestimmte Prioritätenreihenfolge zu betrachten, zu beachten. Den Leerstand, den wir in den Plattenbauten insbesondere im Jahr 2000 hatten, jetzt immer noch, den gibt es also auch punktuell in Westdeutschland. Und insofern muss man immer wieder Ebene für Ebene, Kaskade für Kaskade abfragen, welche Maßnahme, welche Nachnutzung ist tatsächlich sinnvoll. Also weg wollen wir natürlich von Verfüllmaßnahmen. Dafür ist das Material einfach zu wertvoll. Und ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, dass eben mineralische Rohstoffe nicht nachwachsen. Es sind endliche Rohstoffe, und wir müssen vernünftig mit diesem Potenzial umgehen. Hier nur mal einen ganz kurzen Einblick, wie die Konstruktionsprinzipien im industriellen Wohnungsbau der DDR waren. Sie sehen, dass sich das über eine gewisse Zeitspanne auch entwickelt hat, von der Blockbauweise über die Streifenbauweise bis hin zur sogenannten Plattenbauweise. Und diese ist überwiegend in Ostdeutschland anzutreffen, nämlich etwa 1,5 Millionen Wohnungen, alleine Plattenbauweise. Insgesamt die industriellen Wohnungsbauten in den 1990er Jahren etwa 2,1 Millionen Wohnungen damit hergestellt. Ich selbst habe in einer solchen Platte gewohnt. Ich kenne auch die Vor- und Nachteile, aber es war eben damals sehr wichtig, dass eben schnell Wohnraum geschaffen werden kann. Und ich denke, das ist auch heute nach wie vor ein Thema, zumindest in einigen prosperierenden Regionen, auch in Deutschland, wo also diese modulare Bauweise durchaus wieder greifen kann. Nun nicht unbedingt in dieser Form, aber es ist doch nachgewiesen, dass es sich bewährt hat. Ja, wenn wir an den Rückbau denken, wie gesagt, es geht in einzelnen Stufen hier nochmal dargestellt, und wichtig ist es, dass man immer den Kreislauf schließt und nicht einfach Bauteile und Baumaterialien entfernt und irgendwie nur entsorgt, sondern es ist wichtig, immer zu gucken, inwieweit kann ich etwas sekundär nachnutzen. Und das wird zukünftig, gerade für Sie jungen Leute und für Ihre Kinder, ein ganz wichtiges Thema, dass wir wirklich wegkommen von diesem linearen Wirtschaften, dass wir viel mehr die Werte schätzen, die auch da sind, und auch das Kapital, was drin steckt. Und das sind ja wichtige Punkte.
Technologisch haben wir mehrere Rückbaumaßnahmen begleitet. Es ging immer darum, Wohnungsüberhänge abzubauen und aber auch wichtig, dass Bestände erhalten werden. Also komplett solche Komplettdemontagen von Gebäuden findet man in der Regel nicht, aber wenn es um Teilrückbau geht, dass man einen Teil des Baubestandes erhält oder erhalten möchte, dann haben wir also einen Teilrückbau und dann finden eben solche Maßnahmen wirklich Eingang, wie hier technologisch, anfangs sehr kompliziert, denn diese Gebäude sind ja nicht demontabel a priori errichtet worden. Aber es hat sich gezeigt, dass es möglich ist und hier sehen Sie einige Beispiele, wie eben die Fugen geöffnet werden oder die Verbindungsmittel durchtrennt werden. Hier sehen Sie so etwas, Bestände wurden aufgewertet, hier ein Block, der in Dresden steht, 3 Etagen zurückgebaut worden ist und Sie können sehen, wie sich der Restbestand ja verändert hat. Also sehr ansprechend, architektonisch wirklich der heutigen Zeit entsprechend. Es ist so, dass die verbliebenen Wohnungen sehr, sehr schnell vermietet waren und würde ich mit Ihnen dort eine Fortbegehung machen und ich sage nichts, dass das ein Altbestand ist, eine alte Platte mal war, würden Sie das gar nicht erkennen. Also Sie sehen, dass architektonisch hier Highlights geschaffen werden können und es ist zwar schon jetzt einige Jahre her, aber es ist für mich wirklich ein sehr gelungenes Beispiel, wie das städtebauliche Bild auch verändert werden kann. Und letztendlich frage ich mich, weshalb sind denn die oberen Etagen nicht genauso wieder gebaut worden? Man hätte ja mit dem Potenzial jetzt genauso wieder solche Gebäude oder Reihenhäuser bauen können. Aber ja, man hat es erstmal getestet und ich bin ja schon dankbar, wenn man nicht alles zerstört. Wir waren dann noch in Berlin tätig und was für mich so interessant ist, vielleicht erkennen Sie das, hier unten rechts ganz im Hintergrund sehen Sie noch den Altbestand. Schon als Schlafstadt, schon ein bisschen trist im Grau. Und wie sich dieser Bestand so verändern kann. Und Sie sehen hier auch, das sind unterschiedliche Architekten zugange gewesen, unterschiedliches Erscheinungsbild, äußeres Erscheinungsbild und auch die Grundrisse konnten verändert werden. Von ehemals 9 verschiedenen Grundrissen im Altbestand wurden hier dann über 40 neue Grundrisse angeboten. Wichtig ist, also die rückgebauten Elemente fallen in Gänze an und die ersten Maßnahmen, Sie sehen das hier 2001, habe ich verfolgen können. Ich habe hier nur einige Beispiele mal zusammengetragen, fotodokumentiert. Wie kann ich jetzt diese Platte, diese intakte Platte in Stücke oder in kleinteilige Größen zerkleinern und Sie sehen das, mal wurde perforiert, mal ist der Bagger gefühlt 25 Mal über die Platte gefahren und hat immer wieder den Ausleger fallen lassen oder es sind dann Krescher eingesetzt worden, wie hier rechts oben im Bild. Aber man kann es natürlich sehr viel filigraner lösen. Sie sehen das im unteren Bild. Man hat Bauteile und tatsächlich ist das so, ganz unten rechts sehen Sie, sind entsprechende Bauteile zwischengelagert worden auf der Baustelle, nachdem wir im verbauten Zustand gekennzeichnet hatten, welche Bauteile hier in dem Falle für ein Vereinshaus gebraucht werden. Meine ersten Untersuchungen liegen schon sehr, sehr lange zurück. Zum Rückbau begonnen hatte ich also mit den eingeschossigen Mehrzweckgebäuden. Hier sehen Sie oben links den Altbestand. Es ist eine Halle, die letztendlich mit 18 Meter Spannweitenbinder überspannt war und wir dann
zu den einzelnen Bauelementen dann auch die rechnerischen Tragfähigkeit und dann natürlich auch Tests gemacht haben, wie verhält sich die Platte dennoch in der Zweitnutzungsphase. Und Ziel war also ein solches Labor, eine solche Laborhalle zu errichten, die letztendlich am Standort in Lauchhammer ihren Platz gefunden hat. Also das war so die ersten Kinderschuhe, die ich also miterlebt habe, aber es hat mich bestärkt, dass also Werte erhalten werden können. Und hier ging es in den Jahren erstmal darum, die Mangelwirtschaft, die wir in der DDR ja hatten, hier dieser Mangelwirtschaft zu begegnen, indem wir Bauteile, die eben schon mal verbaut waren, wieder nachnutzen. Hier nur mal ganz kurz zu sehen, welche Kriterien im Einzelnen umfangreich untersucht worden sind. Wir haben sämtliche Prüfungen gemacht zur Betonqualität, zum Bewährungszustand, zum Brandverhalten, akustisches Verhalten, also und so weiter, bis hin zur Ästhetik. Also all diese Prüfungen haben wir mehrfach an hunderten Elementen letztendlich durchgeführt. Viel mehr im Fokus stehen jetzt eben auch gerade der Energieaufwand, welcher ist denn notwendig bei der Demontage und Abbruch, und es ist wichtig im Vergleich zur Neuproduktion. Und wir konnten also beobachten, dass die verschiedenen Geräte zum Einsatz gekommen sind, nämlich die Demontage mit Fahrzeugkran oder Automobilkran oder Turmdrehkran und dann der klassische Abbruch mit Bagger. Die nächste Spalte zeigt den Energieaufwand für eine Tonne Betonbauteil, Neuproduktion. Und dann geht es in die Phase Remontage, also Wiedermontage und alle Umschläge, die mit Fahrzeugkran erforderlich sind, um letztendlich wieder aus den rückgebauten Bauteilen ein neues Gebäude entstehen zu lassen. Also wir haben alle technologischen Schritte untersucht und letztendlich immer im Vergleich zu neuen Bauteilen errechnet, dass an Energie 93% eingespart werden kann. Sie sehen das ja. Eigentlich hätte der Maßstab viel höher sein müssen. Ich habe gar nicht so viel Platz gehabt. Und CO2 in Größenordnungen eingespart werden kann. Und hier sehe ich große Potenziale, insbesondere im Rahmen der Klimadiskussion, die wir jetzt schon seit einigen Jahren führen. Also Sie können das auch alles entsprechend nochmal im Detail nachlesen. Ich bringe zum Abschluss dann auch nochmal die entsprechende Literatur. Und dann war es noch für mich interessant, nach dem sogenannten MIPS-Konzept. MIPS-Konzept ist am Wuppertaler Institut entwickelt worden. Das heißt, das Verhältnis Material, Input zur Serviceeinheit. Und ich habe das mal hier für eine Spannbetonplatte aus einem Gebäudetyp, dem sogenannten P2-Typ, letztendlich mal errechnet und muss feststellen, dass der ökologische Rucksack wahnsinnig groß ist, denn ich muss nämlich das Sechsfache an Ressourcen überhaupt abbauen, um eine Tonne letztendlich Beton zu erzeugen. Und all die angesprochenen Aspekte sprechen so sehr für die Wiederverwendung von Bauteilen, dass ich eigentlich im Moment noch nicht ganz zufrieden bin, auch nicht zufrieden sein kann, weil noch zu viele Potenziale einfach verloren gehen. Wir haben zwar über 30 Projekte jetzt mit unterstützen können, aber oftmals kommen wir über die Planungsphase einfach nicht hinaus, weil es doch noch meist nicht technische und nicht technologische Fragen, aber meist organisatorische Fragen, logistische Fragen noch zu klären sind. Und wir haben aber auch festgestellt, dass ich sehe keinen Anwendungsbereich, wo diese Platte gar nicht eingesetzt werden kann. Wir haben die Deckenplatten sogar zur Deichstabilisierung getestet. Auch das ist möglich. Und wichtig ist dann eben auch zu fragen, wie kommt
der Planer X oder auch der Bauherr X an diesem Punkt, wo weiß ich, wo welche Platten tatsächlich verfügbar sind. Und das ist wirklich noch ein Punkt, den wir noch nicht geklärt haben. Hier aber noch ganz kurz ein Beispiel. Dieses Vereinshaus ganz in der Nähe von Cottbus. Sie sehen oben links das sogenannte Spendergebäude. Ich bin da einfach den Medizinern gefolgt und habe gesagt, gut, Sie sagen, es gibt Spenderorgane, hier haben wir also Spendergebäude und es ist also hier in 4 Arbeitstagen eine Bruttogrundfläche von rund 400 Quadratmeter errichtet worden. Bedarf natürlich einer guten planerischen Vorarbeit, die wir auch geleistet haben. Hier hatten wir allerdings noch 2,5 Jahre eine Zwischenlagerung auf dem Bauhof in Kolkwitz gehabt. Und das sind natürlich Sachen, die noch zu verbessern sind. Aber um hier mal das Fazit zu ziehen, welche Einsparungen haben wir erzielt durch die Wiederverwendung der gebrauchten Platten? Natürliche Ressourcen nach dem MIPS-Konzept errechnet rund 2000 Tonnen, also wir brauchen 2000 Tonnen nur alleine für diese Maßnahme, nicht der Natur entnehmen, an Energie, umgerechnet mal hier für Heizöl, damit man vielleicht eine bessere Vorstellung hat, können Sie sehen, dass da eine Unmenge eingespart worden ist. Man kann auch sagen, rund 72 Liter pro Tonne an Energie ist eingespart worden, weil jetzt eben nur noch 7 Liter letztendlich für die Bereitstellung der Betonelemente erforderlich, 3,7 Liter erforderlich ist. CO2-Einsparungen hier sogar 97% anstelle 122 Tonnen CO2, also würden neue Bauteile verwendet werden, dann nur noch 1,15 Tonnen CO2. Also wirklich ein sehr innovatives Vorhaben, ich meine schon sehr klug durchdacht, dass man also hier der Mensch, das anthropogene Lager, was wir haben in Deutschland, hier als Rohstofflager, als Bauteillager sehen sollte. Noch ein anderes Beispiel abschließend, handelt sich hier um ein ehemaliges Landratsamt, auch in Plattenbauweise errichtet, wie oben links zu sehen. Und hier ist der Bauherr, gleichzeitig Architekt, hat ein Reihenhaus geplant und letztendlich, wie Sie hier unten sehen im unteren Bild, das ist also die Veränderung des ehemaligen Spendergebäudes, also das ist der Bestand, der sich verändert hat, auch viel ansprechender geworden. Sie sehen auch, wie viele Elemente dann letztendlich zur Wiederverwendung bereitgestellt worden sind, nämlich hier dann in unmittelbarer Nähe der Rückbaubaustelle des Spendersgebäudes ist dieses Reihenhaus entstanden. Auch hier können Sie sehen, dass wir wiederum enorme Energieeinsparungen und enorme CO2-Reduzierungen erzielt haben. Sie sehen aber auch, dass durchaus solche Gebäude mit neuen Bauteilen kombiniert werden können. Das sollte natürlich auf ein Minimum begrenzt bleiben, aber Sie sehen das hier, wenn eben die Raumgröße, die Spannweite größer ist, ist hier also in dem Fall mal ein Unterzug verwendet worden. Und sicherlich sind auch die Kosten immer von besonderem Interesse. Wir haben das hier mal untersucht. Wenn wir natürlich 70 oder 30% oder 70% einsparen, ich habe das immer verglichen, wieder mit neuen Betonbauteilen, aber auch mal gegenüber dem Mauerwerk, dann doch fast 50% an Materialkosten eingespart werden können, ist das doch enorm. Im Landschaftsbau finden auch solche rückgebauten Bauteile Verwendung und dann sprechen wir nicht mehr von einer Wiederverwendung, sondern von einer Weiterverwendung, weil es für einen anderen Zweck ist. Aber die Bauteile sind trotzdem erhalten worden und erhalten geblieben. Und
letzten Endes können Sie sehen, dass hier ein wunderschöner Freizeitpark entwickelt worden ist am Standort in Gröditz. Ja, und man ist ja immer wieder interessiert, wie reagiert die Presse. Jetzt fokussieren sich ja alle Medien im Prinzip auf Energieeinsparung. Aber wie gesagt, wenn ich erinnere an die Folie, die ich eingangs mit erwähnt habe, es werden auch die Ressourcen immer mehr in den Blickpunkt gelangen. Und hier hatte ich von unserer regionalen Presse, der Lausitzer Rundschau, vor einem Jahr etwa, also am 11. November, genau diesen Artikel gefunden, was mich wirklich nochmal bestärkt hat, wirklich auch rezyklierbare Bauwerke weiter zu forcieren, also insbesondere hier die Planer anzusprechen. Und letztendlich habe ich das schon 2010, also vor über 10 Jahren, in meiner Habilitationsschrift auch kundgetan, dass es eben wichtig ist, hier also Maßnahmen zu ergreifen im Rahmen der Planung und dann natürlich der Umsetzung, um optimal diese Baustoffe und Bauteile wieder nachnutzen zu können. Ich denke, dass es wichtig ist, dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz letztendlich auch ernst genommen wird und verpflichtend umgesetzt wird, dass das modulare Bauen, leicht lösbare Verbindungen, Fügetechniken bevorzugt werden sollten. Das heißt, dass wir schneller mehr Flexibilität haben, mehr umbauen, mehr anbauen, mehr verändern können, so wie ich das versucht habe, jetzt in den wenigen Minuten Ihnen nahezubringen. Und dass es auch wichtig ist, die beanspruchten Bauteile, konstruktiv beanspruchten, von den nicht beanspruchten zu trennen und vor allen Dingen, dass schadstofffreie Bauteile zu verbauen sind. Ich denke, dass sich bestimmte Weichen dafür noch zu stellen sind. Das sind die Fördermodalitäten, müssen besser angepasst werden, weil ich selbst auch erlebt habe, dass ein privater Bauherr über 200 rückgebaute Bauteile auf seiner Baustelle zwischengelagert hat und keinen zinsgünstigen Kredit erhalten hat, weil es ein vorzeitiger Maßnahmebeginn ist. Und insofern kann man das einfach nicht mittragen, wobei alle Weichen doch darauf orientieren, mehr für den Umweltschutz zu tun, mehr Ressourcen zu sparen, mehr Energie zu sparen. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, logistische Probleme hatte ich schon angesprochen, dass gerade in der Aus- und Weiterbildung hier viel mehr getan werden muss. Und unsere Ingenieure und unsere zukünftigen Architekten wissen müssen, dass wir nicht das traditionelle Bauen, so wie das in der Vergangenheit war, so weiterleben können, eben aufgrund dessen, dass mineralische Rohstoffe nicht nachwachsen und wir unseren Kindern und Enkelkindern auch die Perspektive gehen, ein gutes Leben zu führen. Ja, letztendlich meine ich, dass auch Zertifizierungssysteme hier mit dazu beitragen könnten, wie zum Beispiel BNB, dass also hier die Bauteilwiederverwendung einen höheren Stellenwert letztendlich erreicht. Ja, der Planet Erde ist nun mal unsere Lebensgrundlage und seine Ressourcen sind begrenzt. Und ich möchte schließen mit einer Literaturauswahl, wo ich also auch mitgewirkt habe, wo Sie das, was Sie jetzt gehört haben, im Schnelldurchgang sehr viel detaillierter nachlesen können. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch alles Gute und stehe natürlich für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Mettke, für diesen umfangreichen Einblick in Ihre Tätigkeit und auch die Impulse, die Sie damit geben.
Ich freue mich, dass wir jetzt ein relativ junges Unternehmen als nächsten Sprecher haben. Julius Scheufele hat Restado mitgegründet. Das ist eine Bauteilbörse für wiederverwendete Bauprodukte und auch für ungenutzte Bauprodukte. Also wenn auf der Baustelle Reste anfallen, die wider Erwarten doch nicht genutzt werden, können sie darüber vertrieben werden. Und ich freue mich auf den Impuls und auch die Aussagen zum Planungsprozess, wie gut das funktioniert und wo vielleicht auch die Grenzen sind, von Julius Scheufele aus Berlin. Mein Name ist Julius Scheufele, ich bin Mitgründer von Restado, einem Startup, das sich bereits seit 2012 mit dem Thema Wiederverwendung von Baustoffen und Urban Mining beschäftigt. Das Gründerteam besteht aus Bau- und Digitalexperten, die Fachwissen und Technologie vereinen, um Lösungen für die Wiederverwendung von Baustoffen zu schaffen. Mit unserem Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe haben wir inzwischen ein großes Sortiment an geretteten und rückgebauten Materialien, die einerseits auf Baustellen übrig bleiben, andererseits aus dem Rückbau stammen. Uns war es von Anfang an wichtig, eine offene Plattform zu sein. Das heißt, dass jeder zum Baustoffretter werden kann, sei es private Bauherren und Baufrauen, Bauunternehmen oder Rückbauspezialisten. Auf Baustellen bleiben nach Quellen der Ellen MacArthur Foundation etwa 10-15% Baumaterialien übrig, ohne je verbaut zu werden. Ein großer Vorteil dieser Materialien ist, dass sie meist noch unverbaut sind, zumindest aber in einem neuen und somit einfach zu vermittelnden Zustand sind. Schwieriger wird es beim Material aus dem Rückbau. Hier benötigt es ein Ökosystem, das die Materialien begutachtet, selektiv zurückbaut, aufbereitet, verprobt und rezertifiziert. Für dieses Ökosystem konnten wir über Restado viele Partner gewinnen. Uns ist es wichtig, dass die Unternehmen, die heute schon selektiv Rückbau machen, incentiviert werden, das Thema Wiederverwendung mit als Einnahmequelle zu sehen und sich in diesen Prozess mit einbringen. Zusammen arbeiten wir seit Anfang 2020 an einer Lösung, die Material aus Rückbauprojekten an Bauprojekte intelligent vermittelt. Das Projekt heißt Concula, eine Wortschöpfung aus Construction und Circular. Wir möchten die Lagerzeit möglichst kurz halten und die Prozesse so effizient wie möglich gestalten, um am Ende für alle eine wirtschaftliche Rechnung aufstellen zu können. Durch frühzeitiges Erfassen von Materialien im Bestand mittels Materialpässen sowie der Materialbedarfe für geplante Bauprojekte können wir die Zeiträume ausbalancieren. Wir begleiten das Material über alle Prozessschritte hinweg, sodass es am Ende geprüft und rezertifiziert wieder eingesetzt werden kann. Vorab und auch währenddessen berechnen wir die Einsparungen für die Wiedernutzung im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Ökobilanz. So können wir das beste Kosten-Nutzen-Ergebnis für unsere Kunden erzielen. Wir beraten Architekten und Bauherren, vermitteln, organisieren und vernetzen alle Akteure im Prozess. Aktuell laufen erste Pilotprojekte und für 2021 sind bereits weitere geplant. Gesetzgebung hin oder her, mit Concula ist kreislaufgerechtes Bauen schon heute möglich. Wir freuen uns auf Ihre Projekte. Schauen Sie vorbei auf concula.com.
Vielen Dank, Julius, von der Wiederverwendung zu der Wiederverwertung. Ich freue mich, eine Firma begrüßen zu dürfen in Person von Ward Massa, der uns einen Einblick gibt in die Aufbereitung, in die Herstellung von Ziegeln aus rezykliertem Material und die Sicht eines Recyclingunternehmens zu vermitteln. Hello, everybody. My name is Ward Massa. I'm the owner and co-founder of Stone Cycling. We make building materials from waste, and today I'm going to tell you a little bit about our company, how we started, why we do it, and what we do. And hopefully you find it interesting, perhaps it leads to collaboration or something else in the future. The name of our company is Stone Cycling, and as you can see in the tagline, we make unique building materials from waste. And there are two words important in this tagline for us. Of course, the waste part. We try to use as much as waste as possible in all our products. And at the same time, we focus on the design part of the products, because we believe, and we also found out the past few years, that of course people like to buy and use sustainable products, but they like it even more if products are interesting or if they do look nice. And we think that it's even more important in the long run than the sustainability part. So the design is for us super important in the products that we create. Just to start, we set ourselves the ambition to create building materials that eventually are made out of 100% of upcycled waste and that have a positive carbon impact on the planet. So products that absorb carbon. That's sort of the end goal of our company, and all the products that we develop, we measure against this mission. And the reason why we do this is that when we started the company around 2011 and 12, my co-founder Tom, he was studying at the Design Academy in Eindhoven, and it was the peak of the previous economic crisis. And at that point, a lot of buildings were left behind empty, mainly office buildings, and he started doing research on that. And we found out that in Europe, we produce about 850 million tons of construction waste each year. It's a huge amount. For the Netherlands alone, it's about 25 million tons each year, but it's a huge amount and it keeps growing every year. And if you then start looking into this waste stream of building and demolition, construction and demolition waste, and you talk to the sector and you ask what is actually happening with this material, then they say, at least in the Netherlands, that about 90% of it is already being recycled. And to a certain extent that was true, because what we do is that we grind this material and then it's being used as filling for roadbeds, for instance. We don't really see that as recycling or upcycling. We see it as downcycling. But at the same time, we also see that we don't build that many new roads anymore in most western part of Europe. So there is not that much need anymore for this material. And another thing that we see more recently is that from a sustainability perspective, whenever a road gets renovated, we see that part of the sustainability approach of that specific project is that they also recycle the granulate that is already under the road. So there's a lot of this material that is left behind. The Netherlands is a completely flat country, and sometimes you see a nice green hill, but a green hill is actually a landfill where we keep the waste that we don't need or cannot need at this moment. So that's the waste part of the story, that each year we create more and more waste. This is happening worldwide. As I said, for the Netherlands, it's most European countries is about 30% of all waste that we generate. If you look worldwide, then countries that have, for instance, more earthquakes, like Turkey or China, the percentage of construction and demolition waste can go up
to 40 or 45% even. So that's the story of waste. At the same time, of course, when we make new building material, we need raw materials, virgin materials. And research shows that on average, on a yearly basis, we dig up more than 50 billion tons of sand and gravel each year. That's a huge amount that has also quite a bit of negative side effects on ecosystems and the planet. We often say that there is plenty of sand and gravel available. You need sand and gravel, for instance, to make concrete. It's also to a certain extent being used for bricks and loads of other building materials. And you would say that there is sand enough in the world, but the sand, the specific sand that we use for building materials, for instance, for cement or concrete, has a specific grain size, and you can only find this type of sand at certain locations in the world, mostly near places where a river enters the sea, or other places where you find riverbeds. And because we use so much of this material, there is increasingly a shortage of this virgin material. This leads to a lot of illegal sand mining. The picture that you see here on the presentation is somewhere in Asia, where you actually see this happening, that trucks arrive in the evening and they start digging up sand, and this is being sold. And of course, this has a huge effect because we take away the buffers between the rivers and land, and this causes land erosion and floodings and all these things. It's not only happening far away. Also, for instance, if we look at the Netherlands, and I'm pretty sure it's similar to Germany, I was talking to a factory that produces concrete pavers, and they say, okay, we now source sand from 5 different sand pits in the area. Out of those 5 in the next year, 2 will close and no new ones will open. And the reason why no new sand pits are open is either there is no sand left, or because of environmental pressure, no new permits are being given out. So on one hand, we create this huge amount of waste, and on the other hand, we dig up so much of raw materials. That's not only for sand the case. For bricks, you need also clay. One nice stream of clay is, of course, the river clay that we need to dig out to make sure that the rivers stay open for the ships to sail through. But another source of clay is the more higher quality waste that you, for instance, find in the Westerwald. And these areas where they dig up the clay, it has a huge impact on the ecosystem. Of course, when there's no clay left anymore, it will turn into a nice natural area. But it takes about 1 million years before a clay pit like this grows back. And we see that also more and more pressure on governments to not give out any new permits to start new excavation sites. This is a nice example. I'm sure most of you know this building in Dubai, the Burj Al Khalifa. To make a building like this, you need a lot of concrete. For concrete, you need sand, and you would say that Dubai, as being a city in the middle of the desert, has plenty of sand. But the sand coming from the sand that was used for this building was actually imported from Australia, simply because there was not enough sand in the area available that could be used. Another example of this is that Saudi Arabia has been a big sand exporting country for years. And over the last years, we see also that Saudi Arabia sometimes imports sand because there's basically not enough material in the country available to keep up with the construction. So we have the story of waste that is growing. We have the story of virgin materials that we dig up massively from the planet. And of course, the third important factor that motivates us is CO2 emissions. The chart on the left tells you that about 11% of all CO2 emissions are due to the construction industry and the production of building materials. And if we then zoom in on this 11%,
that's the chart on the right, then we see that 90% out of this 11% actually comes from producing building materials, and 10% is actually the construction of the buildings itself. So that's huge impact on the planet. And this is essentially, these three developments is what we use as motivations for the products that we develop within Stone Cycling. So what we do in a nutshell is we try to use as much as waste possible, and by doing that we clean up some of the waste that we create each year, but also by using waste instead of virgin materials, we leave more and more material in the ground. So by using more waste, we use less virgin materials. And then the second step is by creating smart recipes out of these waste streams. We make sure that we can produce the products with less CO2 emissions. For instance, because we can fire the bricks that we make on a slightly less high temperature, and the CO2 emissions that do happen during the production process, we compensate that by using, for instance, forest compensated green grass. So for all the gas that we use, we plant trees, and that's how we try to make the products. The first product that Stone Cycling put in the market is the waste-based brick. We are selling it since 2016, and it's essentially a brick or a brick slab made out of 60% waste. Each square meter of waste-based bricks that you use in your facade or interior makes that you upcycle 91 kilograms of waste. And it also makes sure that we leave 91 kilograms of virgin materials in the ground. And as I said, it's produced on forest compensated gas to compensate for the CO2 emissions. And it's now being used in various projects in the Netherlands, but also in Germany, in England, in America, and some Scandinavian countries, in Spain. So we're growing quite fast, and I think a lot of it has to do, of course, with the ambition that we have to increase, to use as much as waste as possible, but also the design of the products. And just to give you an idea of the kind of products that we make, we not only compose recipes and production processes, but we also try to think of different finishes textures that we can give our products. So the next 3 slides is the same product with a different finish. So this is the punched finish, as we call it. This is the same product with the raw finish. And then what we also do is we make the sliced finish by cutting off the front of the brick. And you actually can see some of the waste materials that we use for the products. The white particles, for instance, that you see are crushed toilet pots or sinks that come out of these demolishing projects. And we have now about 4 waste streams that we use on a large scale, and another 50 in our research laboratorium. And what we always try to do is we try to select waste streams that are available in a very large quantity, waste streams that, of course, meet all the environmental regulations, but also waste streams that can add something aesthetically to our products. And the sliced version is, for instance, used a lot in interiors of projects. And the fourth finish, the texture that we created is the shine texture. And we use the topping of recycled glass to give an extra shine to the products, to give architects new possibilities to work with these kind of products. The waste-based brick is now made out of 60% waste. We just finished the first experiments with 80% waste, and we expect that from the end of next year, so the end of 2021, all our products can be made with 80% waste, and then scaling up to 100%. We're also looking at further lowering the footprint of our product by, on one hand, increasing the amount of waste that we use, but also changing the fuel that we use from gas to another fuel that further decreases the CO2 footprint. To give you an idea of all the products that we made, we have the Noga, the orange, the salami, the radish, the mushroom, salt and pepper, black pepper, the truffle, aubergine, the wasabi. And what we also do is,
because we focus so much on design, and we also focus with our products on architects that we call the early adopters or the early majority. So these are often architects or real estate developers that are working on ambitious projects with either a strong design ambition or a strong sustainability ambition, but mostly in combination of those two. And whenever these architects come to us, they say, okay, I like the products that you have, but we're looking for something slightly different in terms of color, texture, size, and shape. Can you make something specifically for us? So in that case, we together go with them into the laboratory, we change the recipes, we change the size, the texture of the brick, and we create something that really fits the project. And it's actually not very high tech how this starts. This is my colleague Tom changing the recipe, essentially making a few new samples that we put through the production process and work in a few rounds towards the product that the architect requires. For the production of our products, we decided to team up with existing production companies. There are a few reasons for this. When we started out with these kind of products, we said, okay, we want to go to the market as soon as possible. So building our own factory was not really an option, because we also understood that there were a lot of very good functioning factories in the Netherlands, but also in Germany and Belgium available. So we approached one of them and we said, okay, do you want to work together with us and produce these products? They were very happy to do so. And the unique part of this factory is that they are normally focused on renovation, products for renovation. So for instance, you have a building that is 200 years old and you need new bricks for this building. Then this factory is able to recreate the recipe, the production method of that brick that was put in that building 200 years ago. So that means that every time they have to start from the recipe, from the ingredients, and then the production method, and eventually production. And this is quite similar for when you're working with waste. We always start from the material that we have and then investigate what we can make out of it and then do the production. That also means that we produce all our products per project. So we don't have production where we put everything in stock like many other companies. And we also believe that this type of production works quite well for when you're working with more volatile ingredients like waste instead of just pure virgin materials. For the ingredients of our products, we work together with a local company that is now collecting the material and grinding it in such a way that we can use it in our products. And this all comes together at the factory where it's being mixed and then produced in different ways and eventually leads to products that lead to projects. To give you an idea of the buildings or constructions that are being made of our products, that was the very first small pavilion just to prove that you can actually build with our products, which by the way behave very much like a brick. They are a little bit stronger, the water absorption is a little less. But they are very high quality and all independently tested. And that's something that I forgot by also one of the reasons why we teamed up with an existing production company is because we operate in a quite conservative industry. At least in the Netherlands, it's like this, that a construction company, a builder, they build a building and then they are responsible for the quality of the building for 10 years. And if you're responsible for the quality of the building, then of course you would like to work with products and production and building methods that you already know, because that makes the chance the least that you have to go back after 1 year or 2 years or 3 years to fix something. But if you try to introduce a new innovative product in the market, like the waste-based brick, this makes it quite difficult because they don't know the product, they perceive it as extra risk. So what we said is, by producing with teaming up with an existing production company, the products are being delivered under factory warranty. They are produced by a factory that is already doing this for more than 100 years. So that gives a lot of extra certainty to our customers when they buy our products. And it also means that
Now we have these bricks made out of 60% waste. We produce them, we certify them, we sell them. Buildings are being built with it. To now make the next step to 80% waste or 100% waste or a different fuel type is a lot easier because we already proved that it's possible. And if there's one thing that we learned over the past few years is that there are many great initiatives for futuristic building materials, but in a conservative market, you have to start with small steps and then together with the market, innovate. So that's what we have been doing for the last 7 years. This was the first real project that we did. This is a house in Rotterdam, where two young architects built their own house. And the vertical line that you see on the photo on the left, that is actually the sliced finish of the brick. So what I said before is that we cut off the front of the brick, and you can really see the crushed toilet pots, for instance, in it. And this really helped them to tell the story of this building. And I think we upcycled about 21 tons of waste in this building. We also teamed up together with quite a few retail chains. They are all building a lot of shops or coffee places or whatever. And all these companies, they are looking for ways to make their shops more sustainable. So this is a shop in Luxembourg where we use the mushroom brick for the facade. These buildings in Amsterdam, where we again upcycled 22,900 kilograms of waste. One of the most exciting projects that we're doing at this moment is in Manhattan, about 10 minutes from Times Square. This building is being built at this moment. This is a render of the building. And this is an example of where the architect came to us and they said, okay, we have the windowsills have the color of a MacBook. Can you make a brick that fits with this color? So we developed a truffle brick for them in 42 different sizes and shapes that cover now each and every part of the building. And we upcycled about 260,000 kilos of waste in this project. When we signed this project, it led to a huge discussion amongst me and my colleagues, because we produced these bricks in the Netherlands and then we shipped them to Manhattan, which of course is not a very sustainable thing to do, to ship bricks to the other side of the world. And the reason why we decided to go ahead with it is that basically two reasons. When people ask me what's the impact of the work that stone cycling is doing, I always say we have direct impact and we have indirect impact. And the direct impact is of course very little, because we are a small company and we will always focus on the upper part of the market. So even when we scale up to 10, 15, 50, 100 million bricks per year, we are still a very small player in the market. So the actual amount of waste or CO2 that we compensate or save is relatively little compared to the amount of waste that is worldwide created each year. And on the other hand, what we now see is, because we are doing this and because we are doing these kind of projects on prime locations, the media worldwide is covering these projects, and it really puts this topic of building from waste on the map. And we believe and we hope that then other manufacturers start either copying it or they start coming up with their own ideas about sustainability. And they see that there is actually a market for it. And that's how we hope to be one of the drivers to make this whole sector more sustainable. The other part of the story is that when we think about scaling up our business, we now work together with production companies in the Netherlands. But you can imagine that if actually more and more projects from the US will pop up, that we will start together with local production companies in the United States, working with local waste and basically transferring the knowledge and the experience that we have to the US and let them produce the bricks over there that we then can sell. So that's how we see the future of the company. This is another project in Amsterdam where the owners basically said, give us every color that we had at that.
And this is another example of how our products are being used at this moment. This is the headquarters of WeTransfer in Amsterdam. And we make waste-based bricks, but then the architect came to us and he said, what if we cut the bricks into waste-based slips, so brick slips, and use it as flooring? So this is the black pepper sliced brick on the floor, and it's now there for 3.5 years, and it still looks very beautiful. This is another example of a project that we did. I must say most of the projects that you see now online on our website are interior projects for the simple reason that they just move faster. The bigger buildings are being realized at this moment, so from next year onwards we have a lot more photos of these projects. This is I really like this example. It's a small project in Barcelona, eyewear shop where you can buy sunglasses and glasses, and they then experimented with different joint colors to also really show the design of the product. To give you an idea where we are heading to, we are now, if you see on the bottom, we are now at the waste-based brick 60% waste. We just finished up the experiment shifting towards 80% of waste, which will be implemented next year. We are also developing a new product, which is called the Cool Tile. We are now wrapping up factory tests, and this is essentially a paver or a tile for outside pavement, which is made out of 85% waste with a 45% CO2 reduction in production. It's not being fired in a kiln anymore like a brick, but it's actually made in a concrete factory, but it does not it does not use any cement. So we use an innovative binder to bind this waste material together, and it becomes as strong as concrete. So that will be the next product that we introduce. And then the preparations are now starting to shift to another fuel type to actually fire the bricks at a completely produce the bricks at a completely CO2 neutral way. Up to now, we upcycled about 500,000 kilos of waste, which will double in the coming months because of the bigger projects that are in production now. And this is how we keep setting steps towards a more sustainable building materials sector. Vielen Dank, Wout, für den Einblick in euer Unternehmen. Wir können jetzt ein paar Gebäude besuchen, virtuell, die mit Wiederverwendung, die Wiederverwendung ganz präsent eingesetzt haben. Ich freue mich total, dass wir Superuse und Rotor gewinnen konnten, uns mitzunehmen und einen Einblick in ihren Planungsalltag zu geben und sie auch dafür gewinnen konnten, dass sie uns ein paar Gebäude vorstellen. Superuse, früher 2012 Architekten, sind wirklich bekannt in der Szene dafür, dass sie die Bauteilbörse Harvest Map entwickelt haben und sich damit den Schwierigkeiten der Vermittlung gestellt haben. Also sie haben eine Systematik entwickelt, wie man wiederverwendete Bauteile wieder in den Kreislauf einbeziehen kann. Die Harvest Map ist ein Instrument, was in Europa große Nachahmer findet. Das hat natürlich, also der Erfolg hat natürlich auch mit dem liberalen Gewährleistungssystem in den Niederlanden zu tun. Aber es ist ganz besonders toll, wie sie aus diesen wiedergenutzten Bauteilen auch Architektur machen und den Bauteilen eine neue Gestaltung mit auf den Weg geben und sie für das Gebäude nützlich einsetzen. Ich freue mich auch sehr, dass wir Rotor DC gewinnen konnten, uns mitzunehmen. Rotor ist ein Planungsbüro, was sich auch mit Architektur beschäftigt und berühmt wurde dadurch, dass sie eine Dekonstruktions-Unit gegründet haben. Sie haben ein Lager für wiederverwendete Baustoffe und bauen die in ihren Gebäuden ein. Wir sind ganz gespannt auf den Beitrag und freuen uns, dass ihr uns mitnehmt.
Welcome at Blue City. I'm Jos de Krieger from Superuse. We're a Rotterdam-based architecture firm with several spin-offs, also based in Amsterdam, in China, and as a separate on-site studio that can be in various locations. And I will tell you a little bit about the way we work and the way we think about material. Because to us, material is not just something that you buy at a shop, but it's something that you can find and something that has a story connected to it. So for example, you see this table here with lots of pieces of wood and some other samples. This is our collection, and it's not standard suppliers that offer these materials to us, but it's all collected from various waste sources. So it might be industry that will produce cars or other, well, repeating processes that has a waste flow that we can use in our architectural designs. Or it's a wood producer, for example, these small pieces. They come from cable reels, and cable reels are used by big contractors all over the world to put cables in the ground and into buildings. And we think that this material, which is usually recycled for a while inside the system, should not be chipped to, wood chips for any kind of other wood product, but it can be reused again, for example, in this villa, Villa Welpelo in Enschede, where we made the whole facade out of this waste wood. So otherwise it would have been chipped or burnt or thrown away, and now it has another lifespan of about 25 to 50 years. The only way we can do this is by knowing where to find these materials. So you have to have a good overview of what's available, when it is available, how much of it is available. And to do that, we started a platform called Harvest Map, which we recently brought into another company, so they are better at understanding how demolition works and how many materials they can take from it. But this is still the main source for us for our materials. And they will do it for all buildings. We will do it for industrial processes. So for example, we have these steel sheets that at some point these elements will be cut out to be used in cars or in tools or wherever. And this metal sheet will go back into the iron melter, and they will turn it into a new metal sheet. So it's scrap iron, basically worthless, except for the old iron price. And we can ask those companies to store it for a while, save it, and see if we can find other architects or designers to put it in their projects, or that we have a use in our own projects. So for example, you can powder coat it, and you can use it in any color you like. The pattern will always differ because it depends on the products that you use. Or, as you can see there, you can galvanize it, and that way it's also secured for at least 25 years or longer, that it will stay in the same state and it will stay beautiful. Because that is usually required by clients or by commissioners, that the things that you make stay beautiful as long as possible. We have to do a lot of smaller scale experiments to figure out how to use these materials. So one of the first uses is just the sheet used as a stair to prevent you from falling down, to figure out how this material works, how to get it, how much there is, and start to convince people that it's possible to give it another life. We do this on several levels, and that's something that we're experimenting with, not just recycled materials, but also bio-based, to see if we can go further. So the same with these kind of elements. It used to be a cabinet, some dark wood, dark laminated chip wood. That is not necessarily beautiful. Usually it would be thrown away. But by CNC milling a new pattern into it, it will get some acoustic capabilities, and it will get a new look and feel that is completely changing the appearance and thus making it appealing again for a different kind of use. It can be used as wall cladding, for example. We're in Blue City. The former subtropical swimming paradise was called Tropicana, and right now we are transforming this into an office building with mixed use, for example, laboratories where we do research on new materials and new products, not just a Superuse, but a lot of different companies. There's a brewer inside the complex, there's a algae grower, a spirulina grower, fruit ladder who's making all kinds of products out of fruit waste. And the idea of the Blue City is that all these companies come together and they can use each other's knowledge and each other's waste flows. So for example, waste heat from one company might be input for another process inside another company.
Well, inside this main hall, we mainly do events right now, so there might be talks and lectures about these topics. But down here in the basement, all the other activity is taking place, where there used to be chlorine tanks, storage facilities, etc. for the swimming pool. Just as our office, where we were before, is also part of these former activities of the building. And we'll take you to the office spaces next, which we realize is the first part of this, well, enormous building. It's more than 10,000 square meters. And right now we covered between 10 and 25% of it in redeveloping it. The building itself was bought at an auction, so it was empty. There was no swimming pool anymore because the former owner or the former use went bankrupt. And together with an investor and a couple of companies from Rotterdam like Coop and Rotterdam, we managed to get this building and to start Blue City. The first development that we did in Blue City was the offices, and this is roughly 1,000 square meters, a little bit more, and realizing this with mostly reused materials was saving around 70% of carbon emissions. So for example, these window frames, they're all reused. They come from a former court building, and just by tilting them a little bit, we create this space on the inside, a windowsill, where you can put a plant or where you can share some information about your company. And it creates a nice building module that you can repeat endlessly, which creates also this architectural language of the triangles intersecting, and especially on the riverfront on the other side, it gives really nice reflections towards the water. So this space in our office used to be outside space, and we made some cuts in the concrete to make it accessible from the other spaces of our office. And in the back we have just stacked these concrete elements that we cut out to make a separation wall with the next office. That is one of the ways that we use in our office to make decisions. So first we look for a reuse option. That's our preferred go-to solution. If that's not available, we'll look for a bio-based solution. And that's on the other side of our office. So we have the reused bio-based wood and the reused concrete. After those options are run out, we'll look for recycled solutions where we can either mix recycled aggregate inside concrete, etc. Or finally, when all those options are not possible, then we'll look for a conventional solution like we have on the floor, where it's regular concrete with floor heating, because the floor heating was more important than finding a recycled solution for the floor. We're now at our latest project called Kevin. It's in Eindhoven, and it's just finished. We're actually taking photographs today, so this is a sort of sneak preview of what we've made. And we were asked by a housing corporation to turn a former school building into a place for artists. And the idea is that the former school mainly has the studios of the artists and exhibition spaces. And we wanted to fit in a program for get-togethers, a bar, and that didn't fit in the main building, so we added a small volume to the side that actually enhances the feel of the square around it. The old building is of course left intact as much as possible. Actually it's restored more than it was before, because some former decisions changed it not for the better. So that has been restored, and the pavilion has been made for 90% out of waste materials. Behind us you can see a little bit, and I will tell you more about it. First of all, the structure. It's wooden laminated beams that originated from a poultry farm. It was a big shed, and it was made of 8 trusses come together as one big hall. And we've used them, and instead of putting them again like this, we've shifted them a little bit so that they would overlap and create a nice pathway through the middle of the pavilion and 2 sides where you could sit and have a bar and have other spaces. Underneath that big volume, or underneath that roof, is a glass facade, which is completely made from recycled steel that we've found in Belgium. These hollow profiles were put together in a new shape to fit the roof, and the glass has been custom made to give it one aesthetic appearance. Well, furthermore, the foundation on which the building lies comes from really close on the Strijp Estuarine, where Philips had its factories and currently houses Dutch Design Week. We found concrete plates that have been reused and steel beams from one of the industrial archways sort of as foundation elements. So while finding materials from
different areas of the Netherlands, we've managed to reduce a lot of carbon emissions by making a small pavilion for Kevin. Since 1997, we've been not only building projects, slowly going towards bigger scales, but also creating tools for the architectural community that they can use to, well, slowly, hopefully sooner than later, transform to a more circular way of building. And one of the latest things that we've noticed is that to really make circular processes is that you have to act on a lot of different scales at the same time. And usually you're, well, playing around with the normal schedule of a design project. So you actually want to have your materials before you ask for a building permit, because if you don't have the materials, then you can't promise that that is what you are going to make. And to make that happen, you have to know what's available. So years ago, we've created a harvest map as one of the first tools to do this. And now we're working on something that can help a client to set their ambitions and to have, as an architect, control over these ambitions, checking all the materials that are part of your project, calculating the environmental loads, but also creating a list that goes to the contractor so that he knows what's available, what he needs to buy to make his project. And that will help defining the costs and well, the other costs associated with building, not just material costs. So basically a complete overview of a project, ending in a material passport that can, at some point when it will be demolished, feedback loop back into the project data for new projects. So basically creating that whole overview of material balances in a circular process is one of our latest research topics. With the rise of using BIM in projects, it will be easier to get a full overview of all the materials that are used, and it will be much easier to create material passports, which are a necessity to make circularity well, available until perpetuity. So it is really necessary that all projects that are built now have a clear catalog of what material is inside, and also when it changes. And that is basically what we do with material passports. We're putting all that information together, but also for old buildings, this information is already available, usually, because once it was built, somebody wrote exactly what would be bought, what would be required, the size of a window frame, everything has been drawn and everything has been listed. And if we would find a way or create a way to extract that material from these drawings and from these documents in towards a building information model, that would be genius. All the elements that are available on Harvest Map have come to us in various ways. So there's cases where we have been around cycling, scouting in the area, and we call the people that do that material scouts. So it might be that we approach a factory or a contractor that is going to demolish something if they have materials. But it also goes the other way around, where we are contacted by a contractor who's going to demolish something, or by the owner of a building, if we can make an inventory of what's available and available for well, later use. And we've even had it the other way around, where a company where we've been taking products before came to us with something else that they also had, and it was piling up at their yard, and they were asking us, can you design something with this, because we don't have a solution, and if we don't use it, we have 2,000 in storage right now, it will become waste because we can't keep piling up. But I think that for most materials we can find a solution, and one of the nicest examples, in my opinion, is once we were designing a playground and we knew that we needed volumes. We didn't know exactly what yet, so we were asking around people that we knew what we could use. We were thinking of something like wings or agricultural volumes where they would store, well, stuff on a farm. And someone came to us and said, what you need is rotor blades. I've seen them lying around somewhere in the east of the Netherlands, and you should check it out, maybe it's possible. And it turned out that that was fantastic material to use in our projects. Once you put it on the ground, it becomes a sort of ergonomical shape that we couldn't have designed ourselves. We think that a material scout is actually a new kind of job, or something that an architect, someone with insight to what material is and what it can offer to, for example, demolishing companies that usually get a contract based on what how quickly they can take a building down. Although it would be much more interesting in how much value they can extract from a building before they have to start demolishing. So it might be feasible to pay someone within a business to give that material value and make it available for reuse.
To make circularity more appealing, not just to architects but also to clients, probably lies, in the Netherlands at least, within regulation. And currently you pay quite a lot of taxes on labor through different structures, and not that much on material, and especially on used material. Sometimes you're taxed twice. So you've bought it, you've used it, and it's already yours, but once you've taken it out and want to use it in another project, you have to buy that material again and you have to pay tax again. And that's complicating things, because basically you already own it and it should be free, and sometimes you have to invest extra labor to take it out carefully and to place it somewhere again, or to, well, fix it. And we think that by shifting these taxes, by making labor a little bit cheaper and making material, especially new material, more expensive, you can shift that balance, and that will make circularity easier. And half a year ago we've launched an initiative together with X-Tax and some other companies on making this tax shift happen. And it will take some time, because every legislation change needs to be carefully thought. But currently we are working in a system that is based on assumptions and things that we understood about 50 years ago or more. And the world is changing rapidly, much faster than legislation changes. But we actually need to act now, because we have 10 years left until our 50% reduction goal. And that means that all buildings that we build now should actually already be within what we need 10 years from now. Otherwise, we are not going to renovate the new buildings in the next 10 years. So the building that we are in here right now fits within that legislation of 50% carbon reduction easily. And most buildings should be able to do that right now. When you are designing circular buildings, I think that it's also sort of common sense to design for disassembly, because you are working with components that you took from several places and you're mixing them together. It makes no sense to make something that is like one structure that can't be taken apart again. So once you've understood all the different qualities of all the separate elements and components that you're using and you're putting them together, you will make it designed for deconstruction for the next use. And that's also the way this pavilion was built. So everything can be taken apart again. There's no unnecessary glues or strange configurations of material that you might find in older buildings. As an office, we see that architecture is, still slowly, because buildings are slow progress, but we're slowly moving towards regenerative design, where we think that that's mainly our goal, that buildings are not just carbon negative, they should be carbon positive. Buildings are not just a house or a school or an office, but they are a place that gives back something to the place where they are built. So either they are storing rain when there's heavy rainfall, or they are creating shelter for animals in the neighborhood and insects, or they are at another way helping the neighborhood that, I don't know, maybe has social infrastructural issues, helping on that level. So basically every building that we build should give back to its surroundings and not take from, not just surroundings, but basically, or usually they're taking from a much wider area. If we're importing steel from China and concrete from I don't know where, then all these things come together and it's basically all just taking and taking, while actually a building should be giving back. Rotor is a Brussels-based collective, a research and design collective with architects, but also lawyers, a lot of disciplines combined, and we specialize in the material flow in the building industry. It was founded in 2005, and since then it grew, and now we are a crew of 30 people. And we focus on our own small designs, but next to this also we do a design assistance, so we help building owners, architects to see what they can do in their projects to reuse. In 2012, 2013, we actually did a research on the reuse sector around Brussels, and from this we founded Rotor DC in 2015, which is what you see behind me, a cooperative that sells reused building elements, so salvage, building salvage. So in Rotor DC we went to different phases. So we started with our own small deconstruction
projects, then we really choose the materials that are worth something of a value that we take out of the buildings. Most of the times when we do the construction work, we ask a certain price to the owner of the building. So, but not more than what a normal demolition company would ask. So we obviously, because it's more manual labor, we cannot cover the cost to take out the materials. So, but we ask money for this work to be able to sell the materials at a price that's somehow competitive with the price of new materials. But now we are evolving and we're trying to work more closely together with bigger demolition companies. Instead of doing the construction site ourselves, we actually give advice and logistic support to these demolition companies and help them to reclaim and salvage these materials in a careful way. But now we know more for which materials there is a market, because it's always a difficult balance we have to find between trying to save as much as possible, but also taking into account that storage is a huge expense. So we cannot store everything. So we really pick out the things that we think we can sell for a reasonable price within certain limits of time. And most of the times we do not know who will buy this. But sometimes we also help with building projects, and then we actually deconstruct materials to be reintegrated in the project themselves or in another project. But that's for very specific projects that it's like this. So when there is a building where we can dismantle some elements, is indeed a cost that we have to invest first, and that's why often we ask a certain budget to the building owner to pay us, but this never covers the whole cost. What we saw in Belgium before Rotor DC actually was that there was already demand and a certain availability of reclaimed building materials, but these were always in a certain time period, mostly pre-war. Also, yeah, so older buildings, more neo-paysan style of one family housing that were the ones that bought these materials. But then you have, especially in Brussels, like this huge building stock of offices and service buildings, which were actually completely left out. So with Rotor DC, we try to fill in this gap. In general, the materials that we sell don't have any certificate. In general, in Belgium, it's a little bit the same story, that buildings, elements don't automatically come with a certificate, and there is a lot of research going on, talks with specific stakeholders what we can do about this, but in general now building elements have to get tested by the building owner, like if there is a huge part of bricks going into the building, then maybe it's worth doing some tests for the stability, the water resistance. With Rotor DC, we focus a lot on buildings that are based in Brussels. So we have marble, Carrara marble, so originally from Italy, but salvaged in the North Station in Brussels. We have wooden furniture from the Royal Library. We have some parquet that comes from a demolition company in Paris, but further than this, we don't go. And also, like, but in the other direction, we have clients in the UK and in France, in the south of France, but our materials come mainly from 4 big parts around Brussels and within Belgium. Zineke exists since 20 years. Since 2013, they are installing this building. Before that, there was kind of nomadic. There was
from one place to another, and then they obtained the possibility to stay here, and they have all their facility here. And so they decided to apply for some European funds to be able to make the renovation of this building a kind of pilot project, of exemplary project in terms of reuse. Here you see this big space where a former printing of fiscal stamps. So that's why it's so big. It was workshops, and they will keep it as workshops. What we do in this project since the beginning is first to see what are the materials inside the building already existing. So it's like a reuse audit to say, okay, we have already these tiles there, these bricks there, and maybe we can reuse them on site for other purpose, or just keep it as they are. Or third option is like to dismantle them and to make them recovered by professional resellers. So that was like the first step. And then the second step is thinking, how can we integrate reuse elements in the project? Especially because it's a public procedure. That was one of the biggest challenge of this project, is that inside these very formal things of the public tender, be able to buy from resellers some materials. So there are kind of 3 different sources for reused material in the building. One is elements that are already inside, that we carefully dismantle and replace in the building. The second is like the general contractor who have to go buy elements at professional resellers and just install them as new components. So these are for materials that are stable on the market, like bricks. We know that there are brick resellers that can provide you bricks at the time of your work. So it's quite close to how you specify a new brick. You just say that it's a reclaimed brick. And the third way is components that have been bought by the public owner, the building owner, before the starting of the works, and the contractor just have to install them. So you don't have to buy them, you just have to install them. Like here we had that question of how to acquire an opportunity that it's not always there on the market. So for some elements, like I said, for bricks, it's easy because you know that there are resellers that have a lot of elements always. But for example, for that kind of element, which is unique, there the public tender, it's quite difficult to make it happen, because as a public owner, you can't just go and buy the stairs that you saw at one place. So it's like the formalism of the public tender is a bit too high. It doesn't really match with the kind of structure that are selling reuse elements. To deconstruct elements, we always selected the ones that we know that we are going to be able to sell them, but theoretically we could deconstruct and reuse a lot more. It's just that now the economy does that. It's too expensive to take the time to carefully dismantle them, so we don't do it. But there is a huge potential, and there are a lot of things that we can't take at our place because we don't have the space, we don't have the time. It's difficult, but potentially we could reuse a lot more than what we do now. A word on these panels. These wooden panels will be used to build a terrace outside. These are reused panels that are originally used to dry cement block.
So like the cement blocks are there, and they use it to shake it a bit and then to let it dry. And at one point where they have been used for a certain time, they just throw it away, and you have specialized dealers who really sells only this element. It's kind of really common in Belgium to use this kind of elements. Here it's Azobe wood, so it's really resistant to be outside. Okay. So what we see here is the only new facade in the project. So all the other facades are kept as they are. So we saw there an opportunity to use reuse windows. So these are quite new. They are not new, they are reused, but they are double glazed insulated elements. So it's that fits with the performances of insulation that you need in a new building today. Here the difficulty was that we knew that there are resellers of that kind of reused windows, but at the moment of the permit, at the moment of the specification, we didn't know yet which are the windows that we are going to find at the moment of the works. So that was a bit an innovation. Like the building permit was drawn with dotted line of minimal and maximal areas where the window can fit. So that was a kind of balance between the light we want in the space, the fire specification that you can't have too big windows. So we had this minimal and maximal dotted line, and then like 1 month before the construction, we went on the site of these resellers, and we saw all the windows that were available at that time, and there were a lot more than what we thought. So we had like, I don't know, 30, 40 opportunities of different windows. And so we could start to think about composition. For now, like for us, like when we assist a client and we say trying to put 2% of the value of the works in reuse elements is already kind of ambitious. What we defined for that project is that the contractor will be responsible for the installation of the element, but not for the element in itself. So for example, we install a ventilation group, like equipment to make the ventilation in the building that we recovered from another building. So the contractor who install it certifies that it's well installed, but if inside the group, like the motor breaks, it's not his responsibility. And here we had like a chain of responsibility, and every actor took a bit of that responsibility. So not all the responsibility is on one actor. For that example, the clients took a part of the responsibility. But first we ask the former user of that ventilation group how it was doing before. We ask like the fabricants of the elements. So there was a kind of chain of responsibility that we try to build, and we also have a kind of responsibility. Yeah, and one thing we try to push in all of our projects is to say that there are already resellers, professional resellers that are selling reuse elements, and they can give you a warranty on certain things, like that, for example, a brick is well cleaned, is an homogeneous lot, that there are no harmful substance on it, that they are the same color, these kind of things. They can give you a warranty. We meet, but also the authorities, like the Brussels authorities, is really
doing some advancements to make, for example, legislation to at the end make the reuse mandatory for some parts. So we saw that it's a movement that we are not alone to help, and there are some kinds of followers a bit everywhere. Yeah, maybe just one project we now have is this Interreg FCRBE project, European Funds project. We have different collaborators, other from Rotor, so from France, from UK, and other partners in Belgium. And we try to, like, the global objective of the project is to increase by 60% the overall reuse materials that are moving in that region of Europe, Northwest Europe region. So it's a bit what we are doing now in Belgium and in Brussels, but at the scale of the Northwest Europe. Maybe what we try to say to architects who want to start with reuse is maybe to start with little objectives and already make it happen. Like, for example, one element in a building that you choose to use reuse element for that part of the building, but not trying to make all the building in reuse elements. If already just, I don't know, the floor tiles, all the floor tiles of your project is reused, it's already a nice objective. So trying to start little by little. Vielen Dank für den Einblick in den Planungsalltag und in die gebauten Beispiele. Ich denke, dass sie sehr mutmachend sind und uns zeigen, was heute schon möglich ist. Und eingangs habe ich gesagt, dass uns die Frage, wo stehen wir eigentlich mit den Bauprodukten im Kreislauf, dazu bewogen hat, diese kleine Konferenz zu machen. Und das, was die Beiträge zeigen, ist, dass wir schon einige Schneisen geschlagen haben, dass es möglich ist, mit Wiederverwendung zu bauen und dass die Zahl an rezyklierten Produkten oder Produkten mit rezykliertem Anteil, dass das zunimmt und dass das auch zunehmend attraktiver wird. Es ist ein Thema für den Prozess, also wir müssen lernen, die Mehrfachnutzung von Bausubstanz mitzudenken. Diese Impulse können wir definitiv mitnehmen. Es gibt da noch einige Lücken im System, die wir adressieren müssen. Es ist immer noch ein politisches Thema, es ist immer noch ein finanzielles Thema und es hat auch was mit der Qualität zu tun, mit der wir uns umgeben wollen. Und das richtet sich an alle Akteure, die sich mit Bauprodukten im Kreislauf befassen. Es richtet sich an die Politik. Wir brauchen da einfach ein klareres Statement, so wie wir das bei der Energieeffizienz erlebt haben. Wir brauchen Ausweispflichten und wir brauchen Genehmigungen, um Gebäudesubstanz einfach arglos wegzutun. Das darf nicht mehr die Regel sein, sondern es muss ein hochwertiges Recycling gefordert werden. Das ist total klar. Die Beispiele, die wir heute gehört haben, machen Mut. Wir haben die Instrumente, wir haben digitale Tools, die uns helfen, die Informationen, die wir unbedingt benötigen, zur richtigen Zeit zum richtigen Akteur zu spielen. Wir haben Firmen, die sich mit neuen Produkten auseinandersetzen und wir haben Planer, die bereit sind, ihren konventionellen Planungsprozess zu überdenken und diese Themen mit einzuflechten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Sprechern, freue mich über die Beiträge. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei unserem Team, besonders bei Alina Kretschmer. Die hat viel dafür gemacht, dass das möglich ist. Auch für den Schnitt möchte ich mich bedanken. Das hat alles gut geklappt. Ich möchte jetzt nun diese Impulse mitnehmen und würde mich freuen, wenn wir in der Diskussion daran anschließen und wir Ihre Fragen und Anregungen dazu hören können. Vielen Dank.